Die mächtigsten Dynastien dieser Welt zerbrechen nicht an Kriegen oder Krisen, sondern an sich selbst. An Entscheidungen, die niemand außerhalb der Familie je zu sehen bekommt. An Konflikten, die hinter verschlossenen Türen beginnen und irgendwann ganze Imperien erschüttern. Der Name Porsche steht heute für Perfektion, für Geschwindigkeit, für eine Marke, die auf der ganzen Welt Bewunderung auslöst. Aber dieser Name hat einen Preis. Einen Preis, den keine Werbekampagne je zeigen würde. Eine Geschichte über eine Familie, die alles hatte und trotzdem gegeneinander kämpfte. Über einen Mann, der im Gefängnis saß, während sein Sohn in einer Scheune ein Unternehmen erschuf, das die Welt verändern sollte. Und über einen Enkel, der später so viel Einfluss gewann, dass selbst die größten Konzerne Europas sich nach ihm richten mussten. Doch das ist nur die Oberfläche. Denn was danach geschah, brachte nicht nur ein Unternehmen ins Wanken, sondern stellte eine ganze Familie gegeneinander. Und genau hier beginnt die eigentliche Geschichte. Er wurde nicht in Stuttgart geboren, nicht in München, nicht in einer Villa mit Panoramablick auf die Alpen, wie man es vielleicht erwarten würde von einem Mann, der die Automobilgeschichte des 20. Jahrhunderts mitschreiben sollte. Ferdinand Porsche kam am 3. September 1875 in Maffersdorf zur Welt. Ein kleines Dorf in Böhmen, damals noch Teil des Habsburger Reiches, dort wo heute die Tschechische Republik liegt. Sein Vater war Klempner. Die Hände seines Vaters rochen nach Metall und Schweiß und dem Staub der Werkstatt, nicht nach Motoröl, nicht nach Leder, nicht nach den feinen Materialien, die später den Namen seines Sohnes umgeben würden. Die Familie lebte bescheiden und hatte kaum Zugang zu Einfluss oder wirtschaftlicher Macht. Ein Ausgangspunkt, der später umso bedeutender werden sollte. Ferdinand war das dritte von 5 Kindern. Er sollte das Klempnerhandwerk des Vaters übernehmen. So war es vorgesehen. So war es in Familien, wie seiner immer vorgesehen. Der Sohn folgt dem Vater, der Hammer bleibt in derselben Hand, das Leben wiederholt sich in gesitteter Regelmäßigkeit. Aber Ferdinand Porsche hatte eine Obsession, die sich nicht zähmen ließ. Als Jugendlicher schlich er sich in den Abendstunden in die Fabrikhallen der Stadt. Nicht um zu stehlen, nicht um Unfug zu treiben, er wollte verstehen, begreifen, wie Maschinen funktionierten, wie Energie entstand, wie sich Bewegung aus Stille erzeugen ließ. Er verbrachte Stunden damit, Antriebsmechanismen zu beobachten, Zahnräder zu studieren, Konstruktionen zu analysieren, die kein anderer Jugendlicher in Maffersdorf auch nur eines zweiten Blickes für würdig hielt. Mit 18 Jahren installierte er heimlich eine elektrische Beleuchtungsanlage im Haus seiner Eltern, zu einer Zeit, als die überwiegende Mehrheit der Häuser in Böhmen noch mit Kerzen und Petroleumlampen beleuchtet wurde. Sein Vater schimpfte zunächst. Dann staunte er, dann wusste er, dass dieser Sohn einen Weg gehen würde, den er selbst nicht vorhersehen konnte. Ferdinand verließ Maffersdorf mit nichts als einem Namen, einem Kopf voller Ideen und einer Hartnäckigkeit, die sein ganzes Leben prägen sollte. Er ging nach Wien, arbeitete, lernte, fiel auf. Und langsam begann er aufzusteigen, doch das war erst der Anfang und der Moment, der alles verändern würde, lag noch weit vor ihm. Das frühe 20. Jahrhundert war eine Zeit, in der die Welt noch nicht wusste, was sie werden wollte. Automobile existierten bereits, ja, aber sie waren das Spielzeug der Reichen, unzuverlässige, laute, kostspielige Maschinen, die mehr Zeit in der Werkstatt verbrachten als auf der Straße. Die Straßen Europas gehörten noch den Pferden und wer ein Automobil besaß, besaß in erster Linie Geduld und ein gut gefülltes Portemonnaie. Ferdinand Porsche glaubte, das ändern zu können. Nicht als Hobby, nicht als akademische Übung, als Mission. Er arbeitete für Austro-Daimler in Wien und entwickelte dort Konstruktionen, die seine Kollegen verblüfften und seine Vorgesetzten herausforderten. Er gewann Rennen, er erhielt Auszeichnungen, er bekam Ehrendoktortitel von Universitäten, die er selbst nie besucht hatte. Der autodidaktische Klempnersohn aus Böhmen wurde zum gefragtesten Automobilkonstrukteur Europas. Später wechselte er zu Daimler-Benz nach Stuttgart, wo er weiterentwickelte, weiter dachte, weiter feilte. Aber er wollte kein Angestellter bleiben, keinem Vorstand Rechenschaft schulden und vor allem keine Kompromisse eingehen, wenn er überzeugt war, dass er Recht hatte. Und Ferdinand Porsche war sehr oft überzeugt, dass er Recht hatte, weil er es meistens tatsächlich war. Am 25. April 1931 gründete er sein eigenes Konstruktionsbüro in Stuttgart-Zuffenhausen. 10 Mitarbeiter. Bescheidene Räumlichkeiten in einer Stadt, die damals noch weit davon entfernt war, das Zentrum der deutschen Automobilindustrie zu werden. Kein eigenes Fahrzeug, keine eigene Produktion, nur ein Büro voller Ideen und der unerschütterliche Glaube, dass die Welt bald etwas brauchen würde, das es noch nicht gab. Die Welt würde es bekommen. Nur anders als Ferdinand Porsche es sich je vorgestellt hatte. Es war 1933 und Deutschland befand sich in einer Zeit zwischen Hoffnung und wachsender Gefahr. Adolf Hitler hatte die Macht übernommen und Hitler hatte eine Vision, die sich von den meisten politischen Visionen jener Zeit in einem entscheidenden Punkt unterschied. Er wollte nicht nur Deutschland verändern, er wollte die Deutschen verändern,
Er wollte ein Volk der Stärke, der Ordnung, der Bewegung. In dieser Vision spielte das Automobil eine zentrale Rolle. Hitler träumte von einem Auto für das Volk. Nicht für die Bürger der Oberschicht, nicht für die Fabrikanten und Kaufleute, für den einfachen deutschen Arbeiter. Ein Fahrzeug robust genug für die schlechten Straßen des Landes, billig genug, dass eine Arbeiterfamilie es sich leisten konnte und zuverlässig genug, um Jahrzehnte zu halten. Er nannte es den Volkswagen. Ferdinand Porsche bekam den Auftrag, ihn zu konstruieren. Ob er die volle ideologische Tragweite dieser Partnerschaft verstand, darüber schweigen die Archive. Ob er mit dem Mann, der ihm den Auftrag gab, inhaltlich einverstanden war, das bleibt eine Frage, auf die es keine eindeutige Antwort gibt. Was die Archive mit aller Klarheit belegen: Er nahm den Auftrag an und er arbeitete mit derselben Präzision und Leidenschaft, die er in alles investierte, was er baute. Was folgte, war technische Leistung im Kontext einer Epoche, die später als eines der herausforderndsten Kapitel der Geschichte bewertet wurde. Der Käfer mit seinem charakteristischen runden Rücken, seinem luftgekühlten Heckmotor, seiner fast mythischen Unverwüstlichkeit war Ferdinand Porsches vielleicht größtes Werk als Konstrukteur. Ein Fahrzeug, das über Jahrzehnte hinweg mehr als 21 Millionen Mal gebaut werden sollte, an Produktionsstandorten auf 5 Kontinenten, in Ländern, die damals noch gar nicht existierten. Das meistgebaute Automobil der Geschichte. Ein Symbol für Wiederaufbau, für Wirtschaftswunder, für die schlichte, kraftvolle Wahrheit, dass sich auch ein einfacher Mensch bewegen darf. Aber der Käfer wurde zunächst nicht fürs Volk gebaut. Die Fabrik in Wolfsburg, eigens für seine Serienproduktion errichtet, produzierte im Krieg Militärfahrzeuge und Munition. Das Volk wartete. Und Ferdinand Porsche stand mitten in einem Krieg, dessen moralische Dimension ihn am Ende seiner Karriere einholen würde, auf eine Weise, die er nicht vorausgesehen hatte. Als Deutschland im Mai 1945 kapitulierte, war die Welt eine andere. Wolfsburg lag in der britischen Besatzungszone. Die Fabrik stand, die Pläne lagen noch in den Schubladen. Ferdinand Porsche wurde festgenommen und inhaftiert. Es ging um Vorwürfe bezüglich seiner Rolle während des Krieges und möglicher Zwangsarbeit. Die Untersuchungen zogen sich hin. Beweise wurden geprüft und wieder verworfen. Zeugen sagten aus, widersprechen sich, schwiegen. Ferdinand Porsche verbrachte fast 2 Jahre in französischer Haft, ein Mann über 70 in einer feuchten, kalten Zelle, weit entfernt von den Konstruktionszeichnungen und Werkstätten, die sein Leben ausgefüllt hatten. Der Konstrukteur eines der erfolgreichsten Autos der Welt saß nun hinter Gittern. Und sein Sohn? Ferry Porsche war im Jahr 1945 37 Jahre alt. Er hatte die Hände seines Vaters geerbt, die Hände eines Mannes, der dachte, indem er berührte, der Probleme löste, indem er sie anfasste. Er hatte den Eigensinn seines Vaters geerbt, die Sturheit, die Obsession. Er hatte kein Geld, kein Werk, keine funktionierenden Maschinen und kaum ein Team. Und sein Vater saß in Frankreich fest. Die Familie war in das österreichische Gemünd geflüchtet, ein kleines Städtchen in Kärnten, eingebettet zwischen Wäldern und Hügeln, weit weg vom zerstörten Stuttgart, weit weg vom Donnergrollen des Krieges, aber auch weit weg von allem, was sie aufgebaut hatten. Die Werkzeuge, die sie retten konnten, lagerten in einer alten Sägemühle, die feucht roch und im Winter nicht richtig zu heizen war. Die Mitarbeiter, die mitgekommen waren und geblieben, arbeiteten für ein Versprechen, nicht für ein Gehalt, für den Glauben, dass dieser Name, dieser Mensch, diese Idee irgendwann wieder eine Zukunft haben würde. Ferry Porsche traf eine Entscheidung, die rückblickend wie purer Wahnsinn aussieht. Er würde ein eigenes Auto bauen, nicht für einen Auftraggeber, nicht auf Bestellung, nicht einen Sportwagen, leicht, schnell, kompromisslos schön, ein Fahrzeug, das alles verkörperte, was sein Vater über den Automobilbau dachte und das gleichzeitig etwas Neues war, ein Porsche, kein Volkswagen, kein Konzernprodukt, ein Porsche. In der Sägemühle von Gemünd mit einem Team von weniger als 20 Männern konstruierte Ferry Porsche den Typ 356, das erste echte Porsche-Automobil. Jede Karosserie wurde von Hand geformt, weil Stahl nicht zu bekommen war, Aluminium musste genügen, der Motor stammte aus Käferteilen, weil es keine anderen gab. Viele Komponenten mussten improvisiert und angepasst werden, nicht aus Überzeugung, sondern aus der Not heraus. Im Juni 1948 rollte der erste Porsche 356 aus der Scheune ins Licht des österreichischen Sommers. Der alte Ferdinand sah ihn erst Monate später nach seiner Freilassung aus der französischen Haft. Was er sagte, als er das Auto seines Sohnes zum ersten Mal sah, ist nicht überliefert. Zeitzeugen berichten, dass er lange schwieg, dann nickte er langsam, als würde er erkennen, dass etwas Neues entstanden war, etwas, das dennoch seinen Ursprung bei ihm hatte. Und dann lächelte er. Es war das letzte große Kapitel seines Lebens. Ferdinand Porsche starb am 30. Januar 1951, weniger als 3 Jahre nach dem ersten Rollen des 356 über österreichisches Kopfsteinpflaster.
Er erlebte den Beginn von etwas, das nach ihm benannt werden würde. Er erlebte die ersten Bestellungen, die ersten Rennerfolge, die ersten Berichte in der Fachpresse. Was er nicht mehr erlebte, was dieses Erbe mit seiner Familie anstellen würde. Die 1950er Jahre gehörten Ferry Porsche. Das Werk wurde von Gemünd nach Stuttgart-Zuffenhausen zurückverlegt, näher an die Herkunft, näher an die Wurzeln. Die Produktion wuchs. Die Käufer kamen, nicht zögernd, sondern mit einer Begeisterung, die selbst die optimistischsten Prognosen übertraf. Porsche war keine improvisierte Scheunenkonstruktion mehr, kein Notprojekt eines verzweifelten Sohnes. Es wurde eine Marke. Eine Marke mit Charakter, mit einer unverwechselbaren Philosophie, mit einer fast religiösen Anhängerschaft von Fahrern, die nicht nur ein Fahrzeug kauften, sondern eine Haltung. Aber Ferry Porsche hatte eine Schwester. Und Louise Piëch war nicht weniger ehrgeizig als ihr Bruder, sie war nur anders ehrgeizig. Louise hatte den österreichischen Anwalt Anton Piëch geheiratet. Sie war die Kauffrau, während ihr Bruder konstruierte. Scharf, strategisch, mit einem Blick für Machtverhältnisse, der ihr Bruder nicht besaß. Sie war eine Frau, die in der Männerwelt der Nachkriegswirtschaft nicht schwieg und es auch nie vorgehabt hatte. Aus ihrer Ehe entstammten mehrere Kinder, unter ihnen ein Sohn, der eines Tages einen Namen tragen würde, der in der Automobilwelt wie ein Donnergrollen klingt. Ferdinand Piëch, Neffe von Ferry Porsche, Enkel des großen Ferdinand, Erbe zweier Namen, zweier Dynastien, zweier Temperamente, die in einem einzigen Menschen zusammentrafen und dort etwas erzeugten, das seine Umgebung gleichzeitig faszinierte und in Angst versetzte. Als junger Ingenieur arbeitete Ferdinand Piëch bei Porsche. Er war brillant. Ausnahmslos jeder, der je mit ihm zusammenarbeitete, bestätigte das, wenn auch nicht immer bereitwillig. Er war auch rücksichtslos auf eine Art, die jenseits gewöhnlicher Härte lag. Er verlangte das Unmögliche, und wenn das Unmögliche geliefert wurde, verlangte er mehr. Einige Manager beschrieben die Zusammenarbeit später als dauerhaft angespannt und fordernd, als stünde man unter Dauerbeobachtung durch jemanden, dem nichts entging und der für Entschuldigungen keine Verwendung hatte. 1972 traf die Familie eine Entscheidung, die alles verändern sollte. Die beiden Familienstämme, die Nachkommen von Ferry Porsche auf der einen Seite, die Kinder von Louise Piëch auf der anderen, einigten sich auf einen Pakt. Keiner der Nachkommen der Gründerfamilie sollte mehr im operativen Management tätig sein. Die Familie sollte Eigentümerin bleiben, reich und einflussreich, aber die tägliche Führung an professionelle Manager von außen abgeben. Es war ein vernünftiger Beschluss. Ein Kompromiss. Der ehrliche Versuch, Familienfrieden über individuelle Machtansprüche zu stellen und das Unternehmen vor den Egos zu schützen, die aus ihm geboren worden waren. Für Ferdinand Piëch war es eine Niederlage. Er verließ Porsche. Nicht mit einem lauten Abgang, nicht mit einem Skandal, nicht mit einem Knall, den die Zeitungen hätten aufgreifen können. Er verließ einfach, mit der kontrollierten Ruhe eines Mannes, der verliert, ohne es zu zeigen, weil er bereits weiß, dass das Spiel noch nicht beendet ist. Er ging zu Audi, dann zu Volkswagen. Er kletterte, Stufe für Stufe, Jahr für Jahr, mit einer Geduld, die seine Gegner nie für möglich gehalten hätten und mit einer Brutalität, die niemand unterschätzte, der sie einmal erlebt hatte. 1993 wurde Ferdinand Piëch Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, des Konzerns, den sein Großvater mitbegründet hatte, der Fabrik, aus der der Käfer einst herausgekommen war. Der Enkel hatte nun die Kontrolle über den Konzern erreicht und prägte die strategische Ausrichtung von Volkswagen maßgeblich. Und von diesem Stuhl aus begann er, die Bühne für etwas zu bereiten, das die Automobilwelt in ihren Grundfesten erschüttern würde. Doch das war noch nicht der entscheidende Moment, denn was als nächstes geschah, stellte alles bisherige in den Schatten. Er kam später, viel später, und er kam aus einer Richtung, die selbst Piëch nicht vollständig kontrollieren konnte. Im Jahr 2005 beschloss die Familie Porsche, Volkswagen zu schlucken. Nicht teilweise, nicht als Minderheitsbeteiligung, vollständig. Den größten Automobilkonzern Europas, das Unternehmen mit über 300 Milliarden Euro Börsenwert, mit 12 Marken unter einem Dach, mit 120.000 Mitarbeitern und einer politischen Bedeutung, die weit über die Automobilindustrie hinausging. Porsche wollte VW kaufen. Porsche, das kleinste Premium-Unternehmen in diesem Spiel. Das Unternehmen, das in einer Scheune begonnen hatte. Die Finanzwelt lachte. Die Analysten schrieben Berichte über Hybris und Größenwahn. Die Journalisten suchten nach historischen Vergleichen und fanden keine, die groß genug gewesen wären. Die anfängliche Skepsis verschwand schneller, als viele erwartet hatten. Wendelin Wiedeking, der Porsche-Vorstandschef, begann zusammen mit seinem Finanzvorstand Holger Herter still und mit chirurgischer Präzision VW-Aktien zu erwerben. Nicht offen, nicht durch spektakuläre Ankündigungen, durch Optionsgeschäfte, kaum sichtbar für Außenstehende, akkurat und unsentimental wie die Motoren, die Porsche baute. Sie kauften und kauften und kauften weiter. Die Märkte ahnten, dass etwas im Gange war, aber niemand wusste, wie weit sie bereits gegangen waren.
Die Familie stand hinter dem Plan. Wolfgang Porsche, der Sohn von Ferry, ruhig, diplomatisch, das Gesicht des Ausgleichs stützte ihn. Man wollte die Kontrolle zurückgewinnen, nicht nur über Porsche, über alles, was der Name ihres Großvaters je berührt hatte. Und Ferdinand Piëch, er besaß auf der anderen Seite des Tisches. Und Ferdinand Piëch galt als jemand, der selten verlor und seine Position mit außergewöhnlicher Konsequenz verteidigte. Was als kühner Übernahmeplan begann, entwickelte sich zu einem Krieg. Einem Krieg zwischen zwei Männern, die denselben Stammbaum teilten und sich doch fremd geworden waren wie Feinde. Einem Krieg, in dem Milliarden auf dem Spiel standen, in dem Familiengeschichte zur Waffe wurde und alte Rechnungen beglichen wurden, die niemand laut ausgesprochen, aber alle immer gespürt hatten. Der Konflikt hatte begonnen. Und die entscheidenden Auseinandersetzungen standen noch bevor. Es gibt Momente in der Wirtschaftsgeschichte, die sich anfühlen wie Szenen aus einem schlechten Film. Momente, in denen man das Drehbuch zurückweisen würde, hätte man es nicht selbst erlebt, weil es zu unwahrscheinlich klingt, zu dramatisch, zu konstruiert. Momente, die selbst für erfahrene Beobachter kaum vorhersehbar waren und die Menschen, die dabei waren, noch Jahrzehnte später mit einem ungläubigen Kopfschütteln davon berichten. Der Oktober 2008 war so ein Moment. Die Welt befand sich in einer der schwersten Finanzkrisen der modernen Geschichte. Die Investmentbank Lehman Brothers war in einem einzigen Septemberwochenende kollabiert und hatte eine Schockwelle durch das globale Finanzsystem geschickt, die niemand hatte aufhalten können. Die Börsen stürzten ab, nicht graduell, nicht in kontrollierten Korrekturen, sondern mit der Wucht eines freien Falls. Banken, die jahrzehntelang als Fundament der Weltwirtschaft galten, standen plötzlich mit leeren Händen da und bettelten um staatliche Rettungspakete. Es war die schlimmste Finanzkrise seit 1929, eine Erschütterung, die Millionen von Menschen ihre Ersparnisse, ihre Jobs und ihren Glauben an das System kosten würde. Und in diesen Tagen der globalen Panik, während Händler an den Börsen der Welt mit leeren Blicken auf rote Zahlen starrten, geschah in Stuttgart etwas, das selbst die erfahrensten Börsianer für einen Moment sprachlos machte. Am Abend des 26. Oktober 2008 veröffentlichte die Porsche SE, die Holdinggesellschaft der Familie, eine kurze, nüchterne Pflichtmitteilung. Man halte inzwischen 42,6% der Volkswagen-Stammaktien direkt im Besitz. Zusätzlich halte man Kaufoptionen auf weitere 31,5% des Kapitals. Zusammengerechnet mehr als 74%. Das Land Niedersachsen hielt weitere 20%. Was das bedeutete, verstand die Finanzwelt innerhalb weniger Minuten mit einer Geschwindigkeit, die nur von blankem Schrecken übertrumpft wurde. Es gab nahezu keine frei handelbaren Volkswagen-Aktien mehr auf dem Markt. Aber Hedgefonds aus aller Welt, aus London, New York, Zürich, Hongkong, hatten in den Wochen zuvor massiv auf fallende VW-Kurse gesetzt. Sogenannte Leerverkäufe. Man leiht sich Aktien, verkauft sie zum aktuellen Kurs und wettet darauf, sie zu einem späteren Zeitpunkt billiger zurückzukaufen, um die Differenz als Gewinn einzustreichen. Ein klassisches Spekulationsgeschäft. Ein vermeintlich sicheres Geschäft in einem Marktumfeld, das gerade alles nach unten riss. Plötzlich brauchten all diese Fonds gleichzeitig dieselben Aktien zurück, um ihre offenen Positionen zu schließen. Aktien, die es auf dem freien Markt praktisch nicht mehr gab. Eine Aktie, die nicht existiert, kann aber nicht gekauft werden, egal welchen Preis man zahlt. Und wenn man zahlen muss, zahlt man, was immer verlangt wird. Was in den folgenden 2 Handelstagen geschah, hat seinen Weg in die Lehrbücher der Finanzgeschichte gefunden. Die VW-Aktie, die noch Wochen zuvor bei knapp über 200 € gehandelt wurde, schoss in einem atemraubenden, schwindelerregenden Kursanstieg auf über 1000 €. Kurzzeitig war Volkswagen das wertvollste Unternehmen der gesamten Welt, mehr wert als ExxonMobil, der größte Ölkonzern des Planeten, mehr wert als General Electric, mehr wert als Apple, das damals noch kein iPhone verkauft hatte, das die Welt wirklich verändern würde. Hedgefonds verloren Milliarden. Manche verloren es in Stunden, nicht in Tagen. Einige Marktteilnehmer berichteten später von extremen Verlusten und außergewöhnlichen Stresssituationen während dieser Tage. Einer der bekanntesten Shortseller Europas verlor an einem einzigen Tag schätzungsweise 300 Millionen €. Nicht, weil er falsch gelegen hatte mit seiner grundsätzlichen Einschätzung, sondern weil jemand die Regeln des Spiels verändert hatte, ohne dass er es gemerkt hatte. Wendelin Wiedeking hatte das spektakulärste, riskanteste und folgenreichste Finanzmanöver der deutschen Nachkriegswirtschaft vollzogen. David hatte nicht nur gewagt, Goliath herauszufordern, er hatte ihn auf die Knie gezwungen. Für einen Moment, der in der Erinnerung all jener, die dabei waren, niemals verblassen würde, schien es tatsächlich so, als würde die Familie Porsche gewinnen. Als würde der Name, den ein Klempnersohn aus Böhmen in die Welt getragen hatte, jetzt das größte Automobilimperium des Kontinents beherrschen. Für einen Moment, aber niemand hatte den Hebel wirklich zu Ende berechnet. Oder vielleicht hatte jemand es berechnet und die Zahl für tragbar gehalten, weil er glaubte, die Zeit auf seiner Seite zu haben. Für die Übernahme hatte Porsche gewaltige Schulden angehäuft.
über 10 Milliarden Euro zu einem erheblichen Teil über komplexe Finanzierungskonstruktionen und Kreditlinien, die auf einer einzigen grundlegenden Annahme beruhten, dass die Banken weiter mitspielen würden, dass die Märkte stabil genug bleiben würden, um Zeit zu geben, und dass die Position am Ende stark genug sein würde, um alles neu zu verhandeln. Dann kam der Herbst 2008 und die Banken spielten nicht mehr mit. Nicht, weil sie böswillig waren, nicht, weil sie Porsche misstrauten, sondern weil das globale Finanzsystem kollabiert war und jede Bank auf dem Kontinent nur noch eines dachte: Überleben. Kredite wurden nicht verlängert, Refinanzierungen wurden verteuert oder verweigert. Die Zinsen fraßen die Gewinne des Sportwagenbauers, der im normalen Geschäft nach wie vor außergewöhnlich profitabel war, aber unter einer Schuldenlast ächzte, die er allein nicht mehr tragen konnte. Das Unternehmen, das David gespielt hatte, merkte, dass sein Stein nicht weit genug geworfen worden war. Und Ferdinand Piëch wartete. Er hatte gewartet, mit einer Geduld, die seine Gegner fassungslos machte, weil sie nicht zu dem Mann zu passen schien, den alle kannten. Er hatte die Zahlen gekannt, er hatte die Konstruktion durchschaut mit derselben analytischen Schärfe, mit der er früher Motoren durchschaut hatte, Bauteil für Bauteil, Schwachstelle für Schwachstelle. Und er hatte gewusst, ein Übergewicht dieser Größenordnung, aufgebaut in dieser Geschwindigkeit, in einem Marktumfeld dieser Volatilität, das war kein Plan. Das war ein Versprechen an das Schicksal, das das Schicksal früher oder später einlösen würde. Im Sommer 2009 war klar, was kommen musste. Porsche konnte die Schulden nicht allein stemmen, es brauchte einen Partner, es brauchte frisches Kapital. Und das Kapital, das zu den Bedingungen kommen konnte, die man brauchte, trug den Namen Volkswagen. VW sprang nicht als Retter ein, VW übernahm. Die Rollen hatten sich in weniger als einem Jahr vollständig umgekehrt, mit einer Dramatik, die selbst erfahrene Wirtschaftsjournalisten nach Worten suchen ließ. Porsche, das Unternehmen, das VW kaufen wollte, wurde stattdessen Teil von VW. Der Jäger war zum Gejagten geworden. Das Unternehmen, das in einer österreichischen Sägemühle begonnen hatte, wurde in den Konzern eingegliedert, den sein Gründer einst für einen Diktator entworfen hatte. Wendelin Wiedeking musste gehen. Er verließ Porsche mit einer Abfindung von 50 Millionen Euro, eine Summe, die in der Öffentlichkeit für wochenlange Empörung sorgte, die aber über den eigentlichen Verlust elegant hinwegtäuschte. Wiedeking hatte alles gegeben, er hatte mit Kühnheit gespielt, die an Genialität grenzte, und er hatte alles verloren. Holger Herter, der Finanzvorstand, folgte kurz danach. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart nahm Ermittlungen auf, Marktmanipulation, Untreue, die Vorwürfe standen im Raum und hingen dort schwer und unbeweglich wie Nebel über dem Neckar. Jahre später wurden die Verfahren eingestellt. Doch der Schatten blieb über den Männern und über dem Unternehmen, das sie geführt hatten. Die Familie Porsche saß an einem Tisch, an dem sie nicht mehr allein entschied. Sie hielt ihre Anteile. Sie hatte ihre Sitze im Aufsichtsrat. Sie war reich, unfassbar reich, mit einem Vermögen, das die meisten Menschen sich nicht einmal vorstellen können. Aber die Kontrolle, die operative, tatsächliche, tägliche Kontrolle über das Unternehmen, das ihr Name trug, hatte sie abgegeben. Ein weiteres Mal. Aber dieser Krieg hatte noch eine letzte Front, die gefährlichste, die intimste, die am schwersten heilende von allen, die Front innerhalb der Familie selbst. Auf der einen Seite Wolfgang Porsche, der Sohn von Ferry, das Gesicht der Kontinuität, ein ruhiger Mann, diplomatisch, mit einem instinktiven Gespür für Kompromisse und einem tiefen Respekt vor dem, was sein Vater aufgebaut hatte. Er war kein Machtmensch im klassischen Sinne, er war ein Hüter, einer, der bewahrte. Auf der anderen Seite Ferdinand Piëch, der Mann, der nie aufgehört hatte, mehr zu wollen, der nie aufgehört hatte zu dominieren. Piëch war 2002 vom Vorstandsvorsitz der Volkswagen AG in den Aufsichtsrat gewechselt, formal ein Rückzug vom operativen Tagesgeschäft, tatsächlich eine strategische Umpositionierung. Als Aufsichtsratsvorsitzender regierte er weiter, nicht durch direkte Anweisungen, durch Atmosphäre, durch Blicke, durch die Art, wie ein Raum sich verändert, wenn jemand eintritt, vor dem alle anderen instinktiv zurückweichen. Manager bereiteten ihre Präsentationen für Piëch so vor, als würden sie für ihr berufliches Leben präsentieren. Vorstände wogen ihre Worte, wenn er anwesend war. Selbst Menschen, die keine Angst kannten, wurden in seiner Nähe vorsichtiger. Jahrelang hielt der äußere Familienfrieden. Die beiden Stämme Porsches und Piëchs waren geschäftlich miteinander verbunden, persönlich distanziert, politisch auf Waffenstillstandskurs. Der Konzern wuchs. Die Marke Porsche behielt ihre Eigenständigkeit, ihre DNA, ihre Seele. Die Familie insgesamt wurde zu einem der reichsten Clans Europas, mit einem kombinierten Vermögen, das weit jenseits der 30 Milliarden Euro lag. Dann, im Frühjahr 2015, brach das Schweigen. In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel sagte Ferdinand Piëch 3 Worte über den damaligen VW-Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn. Einen Mann, den er selbst in diesen Sessel gesetzt hatte, den er selbst aufgebaut und gefördert und verteidigt hatte, jahrelang öffentlich und kompromisslos. Ich bin auf Distanz zu Winterkorn. 3 Worte. Keine Erklärung, keine Begründung, kein Kontext. Nur dieser eine Satz,
gesprochen mit der Beiläufigkeit eines Mannes, der über das Wetter spricht und in Wirklichkeit ein Erdbeben ankündigt. In der Welt des VW-Konzerns bedeuteten diese 3 Worte unmissverständlich: Der Vorstandsvorsitzende ist erledigt. Piëch hatte es entschieden. So lief es immer. So hatte es immer funktioniert. Nur diesmal nicht. Was folgte, war ein Machtkampf von einer Intensität, die selbst alte Hasen der deutschen Wirtschaft überraschte. Winterkorn wehrte sich, öffentlich und mit Rückendeckung. Der Aufsichtsrat stellte sich, in einem Vorgang, der in der Geschichte des Konzerns ohne Präzedenz war, geschlossen hinter den Vorstandsvorsitzenden. Wolfgang Porsche und die anderen Familienmitglieder auf der Porsche-Seite unterstützten Winterkorn offen und eindeutig. Piëch stand allein. Der Mann, der jahrzehntelang entschieden hatte, wer im VW-Konzern aufstieg und wer fiel, der Ingenieur und Machtmensch, der die deutsche Automobilindustrie wie kein zweiter Mensch der Nachkriegszeit geprägt hatte, er stand allein. Nicht besiegt durch einen Konkurrenten, nicht durch einen feindlichen Übernahmeversuch, nicht durch die Märkte oder die Banken oder eine äußere Kraft, die man hätte benennen und bekämpfen können, er stand allein, weil seine eigene Familie ihn nicht mehr stützte. Am 25. April 2015 trat Ferdinand Piëch vom Vorsitz des VW-Aufsichtsrats zurück. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Ursula. Sofort, mit sofortiger Wirkung, ohne Übergangszeit, ohne die üblichen Formulierungen über einen geordneten Abgang und einen reibungslosen Übergang. Der mächtigste Mann der deutschen Automobilindustrie verließ den Raum, den er so lange dominiert hatte, ohne ein weiteres öffentliches Wort. Die Stille, die er hinterließ, war die Art von Stille, die nur entsteht, wenn etwas sehr Großes gefallen ist. Wolfgang Porsche hatte gewonnen. Aber die Geschichte war noch nicht zu Ende. Sie war niemals zu Ende. Das ist das Wesen dieser Geschichten, sie haben keine sauberen Abschlüsse, keine befriedigenden letzten Seiten, keine Momente, in denen alle Fäden zusammenlaufen und die Welt endlich Sinn ergibt. Die US-Umweltbehörde EPA enthüllte, dass Volkswagen in Millionen von Dieselfahrzeugen eine Software eingesetzt hatte, welche die Abgasmessungen beeinflusste. Im Prüflabor unter kontrollierten Bedingungen verhielten sich die Motoren mustergültig und stießen Stickoxide weit unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte aus. Auf der Straße im realen Fahrbetrieb war es ein Vielfaches, in manchen Modellen das 20- oder 30-fache der erlaubten Werte. Spätere Untersuchungen deuteten darauf hin, dass die Abweichungen nicht zufällig entstanden, sondern auf bewusste technische Anpassungen zurückzuführen waren. Martin Winterkorn, der Vorstandsvorsitzende, den Piëch stürzen wollte und nicht hatte stürzen können, trat zurück. Milliarden an Strafzahlungen folgten, allein in den Vereinigten Staaten wurden es am Ende mehr als 30 Milliarden $. Staatsanwälte auf beiden Seiten des Atlantiks ermittelten. Tausende Klagen wurden eingereicht. Der Ruf des Konzerns, mühsam aufgebaut über 7 Jahrzehnte, war in einem einzigen Nachrichtenzyklus beschädigt worden, nicht angeknackst, nicht geschwächt, sondern fundamental und dauerhaft beschädigt. Und die Familie Porsche, Eigentümerin eines der wertvollsten Konzerne der Welt, Trägerin eines Namens, der in der ganzen Geschichte des Automobils für Präzision, Qualität und Leidenschaft gestanden hatte, musste zusehen, wie dieser Name durch jeden Fernsehkanal der Welt mit einem einzigen anderen Wort verbunden wurde: Betrug. Es war die tiefste Demütigung der Familiengeschichte, tiefer als die Verhaftung des Großvaters in einer französischen Zelle, tiefer als das Scheitern der Übernahme, das Milliardendebakel, der erzwungene Rückzug. Denn diesmal war der Schaden nicht in Euro und Cent zu messen und irgendwann abzuschreiben. Er war symbolisch. Er war dauerhaft. Er saß in der Erinnerung von Millionen Menschen, die einmal geglaubt hatten, dieser Name stehe für etwas Unverwechselbares. Wer heute durch Stuttgart-Zuffenhausen fährt, sieht die Fabrik. Er sieht die glänzenden Karosserien, die langsam und mit fast religiöser Würde über die Montagebänder gleiten. Er sieht Männer und Frauen in weißen Arbeitsanzügen, die mit geübten Händen an Fahrzeugen arbeiten, die mehr kosten, als die meisten Menschen in einem Jahr verdienen. Er riecht das Leder der Sitze, das Metall der Karosserien, das leise Summen der Präzision, jenen Geruch, der in dieser Familie von Generation zu Generation weitergereicht wird, wie ein stilles, nie ausgesprochenes Versprechen. Er sieht den Erfolg. Den unbestreitbaren, atemberaubenden, bis heute anhaltenden Erfolg. Porsche ist heute eine der profitabelsten Automobilmarken auf dem gesamten Planeten. Jedes einzelne verkaufte Fahrzeug wirft mehr Gewinn ab als bei nahezu jedem anderen Hersteller der Welt. Der Name steht auf Fahrzeugen, für die Menschen jahrelang sparen, auf Karosserien, die in Tokio und Dubai und São Paulo die Köpfe drehen, auf einem Erbe, das trotz allem, trotz Dieselskandal, trotz Milliardenschulden, trotz jahrzehntelangem Familienkrieg ungebrochen weiterwirkt. Aber wenn man länger schaut, wenn man an dem makellosen Bild kratzt, das die Marketingabteilungen mit großer Sorgfalt und noch größeren Budgets polieren, dann sieht man die Risse. Man sieht 2 Familienstämme, die aus denselben Wurzeln gewachsen sind und sich dennoch jahrzehntelang wie Feinde bekämpft haben, nicht mit Gewehren und Schlachtfeldern, mit Aufsichtsratssitzen und Optionsgeschäften und Indiskretionen in Zeitschriften, die jeder las und über die niemand offen sprach.
Man sieht Ferdinand Piëch, den Ingenieur, den Machtmenschen, den Enkel, der starb, wie er gelebt hatte, auf seine eigene unvorhersehbare Art. Im August 2019, während eines Abendessens in einem Restaurant in Salzburg, brach er zusammen. Plötzlich, ohne Vorwarnung, ohne die Zeit, Abschied zu nehmen. Er war 82 Jahre alt. Die Nachrufe, die in den Tagen danach erschienen, waren lang und respektvoll und aufzählend: der Audi Quattro, der VW Golf der 4. Generation, der Bugatti Veyron, der Lamborghini Gallardo, der Bentley Continental. Leistungen, die die Automobilwelt verändert hatten. Ein Leben in Zahlen, in Modellbezeichnungen, in Quartalsberichten. Was die Nachrufe nicht erwähnten, weil es sich nicht in Zahlen fassen lässt: am Ende hatte Ferdinand Piëch seinen Platz in der Familie verloren. Den Krieg verloren, der ihm am meisten bedeutet hatte, nicht den gegen die Märkte, nicht den gegen die Banken, nicht den gegen die Politiker und Regulatoren, die seinen Konzern unter Druck gesetzt hatten, den gegen das eigene Blut. Man sieht Ferry Porsche, der in einer Scheune in Kärnten mit 20 Männern und ohne Geld ein Auto baute, weil sein Vater im Gefängnis saß und weil er keine andere Wahl hatte, als vorwärts zu gehen. Dieser Mann wollte nichts beweisen. Er wollte etwas erschaffen. Er wollte, dass ein Fahrzeug, das seinen Vaters Namen trug, auf eine Straße rollte und fuhr. Wirklich fuhr, schnell und schön und unvergesslich. Was aus diesem schlichten, hartnäckigen Impuls entstanden ist, das Imperium, die Milliarden, der Machtkampf, der Skandal, der Krieg, hätte er es sich so gewünscht, hätte er es für den Preis gehalten? Ferdinand Porsche I. liegt auf dem Friedhof in Zell am See begraben. Ein schlichter Grabstein in österreichischer Erde, kein Monument aus Marmor und Gold, kein Denkmal, das der Größe des Namens entspräche, den er hinterlassen hat, nur ein Name, eine Jahreszahl. Die Fabriken laufen weiter, die Motoren werden gebaut. Der 911, jenes Fahrzeug, das Ferry Porsche in den 1960er Jahren gegen alle internen Widerstände und kaufmännischen Bedenken durchgesetzt hatte, ist längst mehr als ein Auto. Er ist ein Versprechen. Ein Versprechen, das die Familie sich selbst gegeben hat und das sie trotz allem noch immer hält. Der Name Porsche wird weiter ausgesprochen. In Tokio, in Dubai, in Los Angeles und in Stuttgart und in São Paulo. Mit Bewunderung, mit Begehren, mit dem leisen, kaum greifbaren Schauer, den große Namen auslösen, wenn man nicht weiß, was wirklich hinter ihnen steckt. Hinter diesem Namen steckt ein Klempnersohn aus Böhmen, der nachts in Fabrikhallen schlich, weil er die Welt verstehen wollte. Ein Sohn, der in einer Scheune baute, während sein Vater hinter Gittern saß. Eine Schwester und ein Bruder, deren Kinder einander jahrzehntelang bekämpften. Ein Enkel, der alles besaß und am Ende allein am Tisch saß. Und ein Skandal, der bewies, dass kein Name der Welt unverwundbar ist. Nicht einmal dieser. Die mächtigsten Dynastien dieser Welt werden nicht durch Kriege zerstört, nicht durch Märkte und Krisen und Konkurrenten. Oft sind es die Entscheidungen und deren Konsequenzen, die über den Fortbestand solcher Dynastien entscheiden. Und die Frage, die bleibt, die einzige Frage, die nach allem noch zählt, lautet nicht: War es das wert? Die Frage lautet: Wer hat gewonnen? Die Antwort ist komplex und sie liegt in den Entscheidungen, die diese Familie über Generationen hinweg getroffen hat.